Bin ich zu spät dran? Na klar. Aber jetzt weiß ich auch, ob die Anycubic Cobra S1 Combo nach meinem Dauertest der Budget King 2025 ist. Ich konnte ihn in den letzten Wochen sehr intensiv testen und teile in diesem Video meine Erfahrungen und vor allen Dingen auch Testdrucke mit dir. Falls du den aktuellen Bestpreis zu der Maschine suchst, schau mal unter das Video, da habe ich dir alles verlinkt und es gibt teilweise sogar Gutscheincodes und geile Bundles. Kommen wir zum Pflichtteil der Hardware. Mit 250 x 250 x 250 mm Bauraum und einer empfohlenen Geschwindigkeit von 300 mm die Sekunde, maximal 600 mm, ist er wie der Golf GTI unter den 3D-Druckern. Nicht absolut Oberklasse, aber bringt trotzdem viel Spaß. Dazu kommt ein 320 Grad Hotend, was im Zusammenspiel mit der Ace Pro, die auch eine Trocknungsfunktion hat, eigentlich perfekt für ABS und Co. sein sollte. Eine aktive Kammerheizung ist in diesem 3D-Drucker unter 600 € zwar nicht enthalten, aber ein Lüfter mit Aktivkohlefilter, der zum Beispiel bei PLA-Drucken unter anderem dafür sorgt, dass die Temperatur im Gehäuse nicht zu hoch wird und unangenehme Gerüche entfernt. Abgerundet wird das Setup mit einer eingebauten Kamera, die auch Zeitrafferaufnahmen machen kann und natürlich einer eigenen App mit Cloud-Funktion, wie es natürlich überall jetzt der Fall ist bei den Herstellern. Keine Sorge, das Unboxing wird richtig kurz, nur 1 Minute. Ich will dir einmal den Lieferumfang zeigen. Da war dann die Bedienungsanleitung dabei und 2 Werkzeuge tatsächlich. Das war es auch schon. Hier ist dann noch ein bisschen mehr Zubehör drin gewesen. Einmal Druckkopf auspacken, dann eben die Ladungssicherung und die Halterung von der Ace Pro entfernen. Das legt dann nachher das schöne Druckbett frei. Hier die 3 Schrauben nochmal lösen. Kleiner Vergleich zur alten Ace Pro, die haben diese Halterung oben angebracht, dadurch verrutschen die Rollen nicht mehr so schnell. Danach eben nochmal diesen Verteiler hinten ranklemmen und die ganzen Tubes einfädeln, das ging auch relativ gut. Das war genauso gut wie bei der Cobra 3 Combo in dem Fall, also total easy anzustecken. Dann eben Aktivkohlefilter nicht vergessen und dann hat er auch schon mit dem Self-Check losgelegt, also der Aufbau war super, super schnell und dann habe ich tatsächlich schon angefangen, die ersten Drucke zu drucken. Und jetzt kommen wir direkt zu den Testdrucken. Mir war es wichtig, nicht nur PLA zu drucken, aber fangen wir erstmal damit an. Ich habe alle Drucke mit dem Standardprofil gedruckt, allerdings teilweise die Wandlinien auf 3 erhöht und auf Gyroid Infill umgestellt. Wir genießen jetzt zusammen mal diese Montage von Testdrucken. Fing natürlich an mit so einem Helldivers Schild, richtig cool. Also wer Helldivers 2 mag, der kommt da voll auf seine Kosten. Dann, die Qualität war auf jeden Fall richtig gut. Auch die First Layer kam richtig gut rüber bei dem Part. Weiter geht's mit so einem Mini-Katapult. Das habe ich tatsächlich für meine Tochter gedruckt. Wir haben damit ein bisschen rumexperimentiert. Damit wollte ich eigentlich so die Maßhaltigkeit vom Drucker testen mit dem Standardprofil. Und es hat eigentlich alles in allem richtig gut funktioniert. So, das ist PETG, mal ganz außen vor. Das ist eine Ocarina, falls du dich wunderst, was es ist. Ich war besonders gespannt wegen den Supports, weil ich hatte jetzt gedacht, dass sie eigentlich nicht gut abgehen werden. Ich war aber sehr überrascht, wie gut die abgingen. Dass das nicht so geil aussieht unter den Supports ist klar, aber ich fand es von der Quali immer noch top. Cool, sehr schön geworden das Teil. Und man kann tatsächlich drauf spielen. Das habe ich jetzt natürlich nicht eingeblendet. Hier kommen noch ein paar einfarbige Sachen. Das ist der eine Teil von der Falcon Heavy, irgendwas von SpaceX auf jeden Fall. Das Ding baue ich mit meiner Tochter zusammen. Da haben wir die ersten Parts jetzt in der Zeit gedruckt eben. Und das war jetzt natürlich in einem schönen Rotton. Da wollte ich auch natürlich die Supportfähigkeiten testen. Und ich muss sagen, die gingen super ab. Also noch besser als beim PETG. Das war jetzt Tree Automatik. Richtig schön geworden. Auch hier guckt ihr mal an, wie geil die abgehen. Also ich liebe das, ne? Und das ist jetzt noch nicht justiert, das ist nur das Standardprofil. Ich habe jetzt im Hintergrund schon angefangen, ein bisschen dran rumzuspielen. Aber ja, da bin ich noch am Testen, was jetzt richtig optimal ist. Richtig gut geworden. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen UForge-Print rausgeholt. Das bedeutet Fotos drucken mit dem 3D-Drucker. Sehr, sehr coole Nummer. Harry Potter geht auch immer. Da habe ich jetzt einfach die Farben genommen, die ich da hatte. Erste Layer ist 0,16 und jede weitere Layer ist 0,08. Yes. Und ich finde, der Drucker hat das richtig gut gemacht. Das einzige Issue, was ich bei dem Druck hatte, war mit dem Bettmesh. Irgendwas hat da nicht hingehauen. Keine Ahnung, ob er es nicht gezogen hat. Deswegen ist meine obere linke Ecke so ein bisschen komisch geworden. Ansonsten aber richtig nice. Multicolor finde ich an sich schon sehr cool, aber ich weigere mich, für kleine Figuren durch hunderte Wechsel kiloweise Filament zu verschwenden. Daher habe ich hier auch nur Designs gewählt, die wenige Wechsel enthalten, aber trotzdem die Funktion gut zeigen können. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Qualität sehr zufrieden.
Das Standardprofil ist sicher nicht perfekt für alles, aber es ging auch ohne Rapid PLA mit 300 mm die Sekunde bei den Innenwänden und 200 mm die Sekunde bei den Außenwänden sehr gut. Bei meinen Tests habe ich natürlich einige Druckbetten voll einfarbiger Drucke durchgeschoben. Zum Beispiel diese Maske hier musste mit sehr vielen Supports gedruckt werden. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch dieses Glitzerfilament war überhaupt kein Problem. Hier gebe ich dir noch einen kleinen Tipp auf dem Weg. Wenn du sehr große Teile mit diesem Filament druckst, solltest du nach jedem Druck deine Düse mit normalem Filament reinigen. Ansonsten sammeln sich die Partikel und du bekommst Verstopfung. Aber dafür würde ich dir auch schon fast eine 0,6er Düse empfehlen. Übrigens, wenn dich der Drucker jetzt schon interessiert, der deutsche Geekbuying Shop hat hier wieder Bestpreise rausgeholt und ich habe dir alle Pakete mit extra Ace Pro oder Filament Bundles unter dem Video verlinkt. Da sparst du richtig und unterstützt nebenbei sogar noch meinen Kanal. Vielen Dank schon mal. Nächstes Thema ist ABS-Drucken. Beim ABS-Test habe ich auf eine Rolle Isan ABS zurückgegriffen. Vorher natürlich in der Ace Pro auch getrocknet und beim Drucken weiter den Trockner aktiviert gelassen. Ich habe übrigens die Druckkammer mit dem Druckbett auf 100 Grad ca. 15 Minuten vorheizen lassen, um Warping zu vermeiden. Kleiner Tipp am Rande, mach vorher dein Bettleveling, ansonsten wartet der Drucker nämlich sehr lange, bis es erstmal abgekühlt ist, um den Prozess zu starten. Denn er will immer bei 60 Grad leveln. Das Ergebnis war bei diesem kleinen Bauteil sehr gut. Bei ASA habe ich dann etwas blauäugig die Geschwindigkeitseinstellung gleich gelassen. Bei dem Poopshoot hat das ganz okay funktioniert mit recht wenig Warping. Konnte ich auch direkt anbauen, war richtig gut. Bei anderen Tests habe ich keine guten Ergebnisse erzielt. Ich vermute mal, dass ich einfach zu schnell gedruckt habe und vor allen Dingen die Tür nach dem Druck auch zu schnell geöffnet habe. ASA will ganz langsam runterkühlen und das habe ich hier nicht beachtet. Also ist mein Fehler. Daher sage ich auch extra, mit etwas Tuning und Geduld kann dieser Drucker wirklich auch gut ABS und sogar ASA drucken. Und ihr kennt mich mittlerweile, bei diesen kleinen Upgrades für die Drucker kann ich es nie sein lassen. Ich wollte die Ace Pro gerne von der oberen Klappe runter haben, also habe ich diesen Riser gedruckt. Farblich an den Druckkopf angelehnt habe ich dieses orangene Dplay PLA Plus ausprobiert. Kurzes Zwischenfazit, geiles Material, verlinke ich dir unter dem Video. Übrigens erfolgt die Montage direkt an der Ace Pro mit den Schrauben, die du beim Auseinanderbauen der Ladungssicherung erhalten hast. So hat das Ganze guten Halt und sieht obendrein richtig nice aus. Mein Fazit zur Anycubic Cobra S1 Combo ist im Großen und Ganzen sehr positiv. Du merkst natürlich an einigen Ecken, dass es kein 1000 € Gerät ist, obwohl es manchen Geräten in dieser Preisklasse durch diese ganzen Features Konkurrenz machen würde. Ich würde sagen, du bekommst hier ganz genau, was du bezahlst. Für knapp unter 600 € ein Core XY Gerät, was im Großen und Ganzen mit etwas Feinjustierung alles Mögliche an Materialien drucken kann. In der Testzeit gab es einige Firmware-Updates, so gab es bis jetzt Probleme mit der Zeitraffer-Funktion. Das ist jetzt gefixt und funktioniert richtig gut. Und auch der Anycubic Slicer funktioniert in meinen Augen gut und wird regelmäßig geupdatet. Wenn du jetzt noch weitere Fragen zu dem Drucker hast, dann schreib mir unbedingt Feedback in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, welche Themen wir damit noch abdecken können. Falls du dir die Cobra S1 Combo jetzt gönnen willst, check mal die aktuellen Geekbuying-Angebote in der Videobeschreibung aus. Da gibt es den besten Preis und du unterstützt meinen Kanal ohne einen Cent extra. Vielen Dank schon mal für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Jay-Z out.